Guten Morgen, Flexdoc von Vieretech hier. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man ungefähr abschätzen kann, wie viele Bots sich in seinem Match befinden und wie man diesen nach Möglichkeit aus dem Weg geht und nachträglich feststellt, wie viele der eigenen Kills Bots und reale Player waren. Nach dem Intro geht's auch schon los. Wenn man möglichst wenig Bots in seinem Match haben möchte, dann ist eine Sache besonders wichtig, nämlich um welche Uhrzeit man spielt. Man sollte möglichst während der Stoßzeiten spielen, also dann, wenn die meisten Spieler online sind und ein Spiel suchen, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass die Spiele mit Bots aufgefüllt werden, recht gering sind oder geringer sind. Um das herauszufinden, wann die Stoßzeiten sind, kann man hier auf storesteampowered.com/Steam Game and Player Statistics gehen. Den Link werde ich auch in der Beschreibung platzieren. Und hier sieht man jetzt zum einen, wie viele Steam-Nutzer insgesamt gerade online sind und im Speziellen hier unten, wie sich das auf die einzelnen Spiele verteilt. Und hier sehen wir gerade im Moment zum Beispiel, dass PUBG einen Höchststand heute hatte von 531.000. Zurzeit sind es 267.680. Wenn man es noch genauer haben möchte, dann gibt es auch noch die Statistik steamcharts.com App und dann 578080. Das ist wohl der Code für PlayerUnknown's Battlegrounds und hier sieht man das Ganze dann nochmal. Das ist jetzt nicht aktualisiert, aber hier sieht man zumindest, wie viele Spieler vor einer Stunde waren und was der Höchststand in den letzten 24 Stunden war. Hier sieht man dann schön eine Kurve, wie sich das entwickelt, und das ist das Entscheidende. Es entwickelt sich nämlich immer gleich. An einem Wochentag ist in Deutschland so um 16 Uhr immer der Höchststand. Das scheint also im deutschsprachigen Raum. Am Samstag wird es natürlich ein klein wenig anders und am Sonntag sieht man hier, kann man im Prinzip von frühmorgens 10 Uhr, frühmorgens, ja, ist Ansichtssache, bis 17 Uhr durchgängig mit genügend Spielern rechnen. Aber es ist relativ eindeutig, dass 16 Uhr ist die Stoßzeit. Das heißt, wenn man sagt, von 15 bis 17 Uhr spiele ich PUBG, habe ich die größten Chancen, nicht gegen Bots oder gegen nur wenige Bots spielen zu können. Die zweite Sache, auf die man achten kann, ist schlicht und ergreifend, welche Map man spielt. Es gibt halt beliebtere und unbeliebtere Maps. Die unbeliebteren Maps interessieren sich wenig Spieler für und die werden natürlich bevorzugt dann mit Bots aufgefüllt. Das ist ja Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, um ein Spiel zu ermöglichen. Auch wenn die Statistik, die ich gerade gezeigt habe, ja eine weltweite Statistik ist und nicht nur sich auf den europäischen Raum beziehen, man aber trotzdem davon ausgehen kann, dass die Stoßzeiten 16, 17, 18 Uhr einfach von der Logik her in Europa, wenn die Leute von der Arbeit kommen, von der Schule schon zu Hause sind, dass das hier so zutrifft und ein Großteil in der Stoßzeit auf den europäischen Raum sich bezieht. Aber jetzt, montags morgens 8:55 Uhr, 248.000 Spieler online, die werden natürlich zum größeren Teil sich aus anderen Bereichen der Welt zusammensetzen, wo jetzt halt Stoßzeiten sind. Montags morgens um 8:55 Uhr werden sehr wenige Spieler davon auf den europäischen Raum verfallen. Davon kann man ausgehen. Und das sieht man dann auch, wenn man hier auf die Map Selection geht, dass wir eine Wartezeit bei Miramar von 108 Sekunden haben. Sanhok 106 Sekunden. Miramar ist ja so die unbeliebteste Map, was ich zwar überhaupt nicht verstehen kann, aber so ist es halt. Das heißt, hier wird es sehr schwierig sein, ein Match zu finden mit genügend Spielern, was halt nicht oder nur wenig mit Bots aufgefüllt wird. Deswegen ist immer die beste Möglichkeit, Quickjoin auszuwählen. Hier wird die Map als erstes genommen, wo am meisten drin sind. Da wird man dann reingeschmissen und hat halt größte Chancen, halt nicht mit Bots überladen zu werden. Wenn wir uns dann für eine Map entschieden haben oder Quickjoin gewählt haben, gibt es auch eine Möglichkeit, halbwegs zu erkennen, wie viele Bots in dem Spiel gerade sein werden, was ich gestartet habe.
Es steht zwar nirgendwo angegeben, 12 Spieler, 88 Bots. Das wäre schön, wenn das so wäre. Dann wüsste man, Dankeschön, kann ich darauf verzichten, gehe wieder raus aus dem Spiel. Aber es gibt eine Möglichkeit, am Verhalten des Zählers zu erkennen, mit ungefähr wie vielen Bots das Spiel, wo ich jetzt gerade für angemeldet bin, wie viele Bots da drin sein werden, wahrscheinlich. Oder zumindest wie viele mindestens darin sein werden. Ich habe jetzt hier ein Spiel in Miramar gestartet, wo eine Wartezeit von 97 Sekunden geschätzt wurde. Wir sind jetzt schon bei 2 Minuten 14. Also irgendwie funktioniert das Ganze gar nicht so richtig mit der Schätzerei. Fakt ist, ich komme jetzt hier in die Lobby und jetzt schauen wir mal, wie viele Spieler da schon drin sind. Bereit, wenn Sie es sind. So, 26 beigetreten und 38 Sekunden. Und wir sehen jetzt da oben, wie dieser Zähler schön im Sekundentakt hochgeht. Das sind alles Bots. Es waren also 26, allerhöchstens 26 Spieler drin. Der Rest wird jetzt mit Bots aufgefüllt. In diesem gleichmäßigen, immer eine Sekunde ein Spieler, sieht man, das sind jetzt alles Bots. Das heißt nicht, dass die 26 vorher alles Spieler sind, aber ein Großteil davon auf jeden Fall. So, das bedeutet, das hier ist ein Spiel, wo ich rausgehen kann, weil ich habe keine Lust, gegen kurzen Kopf gerechnet 74 Bots zu spielen. Zum Vergleich habe ich hier mal eine Aufzeichnung aus Stoßzeiten, wo viele Spieler online sind, um zu zeigen, wie sich das Zählerverhalten, hier seht ihr, es geht schon in 3, 4, 5, ja, 4, wieder einer weg, ne, ist wieder ein Spieler rausgegangen, 5, 6 hoch, 7, dieses unregelmäßige Hochzählen ist ein Zeichen dafür, dass das wirkliche Spieler sind. Es gibt Pausen, dann auf einmal viele hintereinander, weil Menschen auf der ganzen Welt, hätte ich fast gesagt, in der Region hier, die sich nach und nach anmelden, machen das halt nicht im Sekundentakt. Jetzt allerdings geht es im Sekundentakt hoch. Das heißt, jetzt wird mit Bots aufgefüllt. Wenn der Timer startet, wird mit Bots aufgefüllt. Hier kann natürlich zufällig auch ein Spieler dazwischen sein. Na, hier zum Beispiel, hat es 6, 7 ging es schnell hoch und jetzt bis auf 100 aufgefüllt. Das heißt, hier ist zum größten Teil Bots. Die eine Sache ist herauszufinden, wie viele Bots befinden sich womöglich in dem Spiel, was ich gerade gestartet habe. Die andere ist natürlich herauszufinden von den Kills, die ich gemacht habe im letzten Spiel, wie viele waren davon wirklich reale Player und wie viele waren Bots. Das kann man rausfinden auf der Seite pubglooker.com. Wenn man hier seinen Playernamen eingibt und dann auf Matches klickt, sieht man seine letzten Spiele, die man gemacht hat. Wenn man dann hier, ich habe es hier auf Liste, damit man mehr auf einmal sieht, gestellt. Nehmen wir mal hier, haben wir 7 Kills in einem Spiel. Wenn wir da draufklicken und jetzt runter scrollen auf Player Kills, sehen wir hier, wir haben Total Kills 7 und davon waren 2 Bots. Das heißt 5 reale Player und 2 Bots habe ich erwischt. Nehmen wir mal ein anderes Spiel, nehmen wir mal, hier haben wir auch relativ hohe Kills, also für meine Verhältnisse 5 Kills und Player Kills, davon waren, also 5 Total Kills, war ein Bot, also 4 reale Spieler waren darunter. Noch ein letztes, wo weniger, also hier 2 Kills, gucken wir mal, wie es sich hier darstellt. Ja, 2 Total Kills, kein Bot, waren also 2 reale Player. So kann man über die Seite pubglooker.com herausfinden im Nachhinein, wie viele Player und wie viele Bots habe ich erledigt. Natürlich sieht man das auch im Spiel. Wenn im Spiel jemand wie ein komplett verwirrtes Eichhörnchen rumhoppelt, dann ist das ein Bot. Also wenn der Bot getroffen wird, dann bleibt er erstmal stehen, was vollkommen widersinnig ist und absolut keine menschliche Reaktion, dreht sich um, dreht einem den Rücken zu und dann läuft er in irgendeine Richtung davon.
Ja, das ist so die normale Reaktion eines Bots, daran erkennt man den. Wenn man jetzt allerdings irgendwo um eine Ecke kurft und da steht einer, man hat dem in den Kopf geschossen, bevor man eigentlich überhaupt registriert hatte, dass da einer steht, weiß man natürlich nicht, wie er sich wahrscheinlich bewegt hätte, wenn er sich denn bewegt hätte. Weiß also nicht, ob das ein Bot ist. Zusätzlich kann man einen Bot vielleicht daran erkennen, was für einen Namen er hat, weil Bots haben immer Namen mit Name, Unterstrich, Name oder Zahlenkombination. Es ist auf jeden Fall immer ein Unterstrich darin. Allerdings kann es natürlich auch sein, dass ein realer Player einen Nickname ausgewählt hat mit einem Unterstrich drin. Das heißt, zu sagen, ich habe jemanden erschossen mit einem Unterstrich im Nickname, spricht sehr vieles dafür, dass es ein Bot war, muss aber so nicht sein. Hier auf PUBGLookup.com kann man es halt wirklich im Nachhinein sehen, wie es gewesen ist. Wie viele reale Player habe ich erledigt und wie viele Bots habe ich erledigt. Bei den ganzen krampfhaften Versuchen an Bots vorbeizukommen, muss man sich natürlich zwangsläufig nach der Sinnhaftigkeit fragen. Was bringen Bots dem Gameplay? Bots sollen Anfängern einen einfacheren Einstieg erlauben. Gut, was ist aber, wenn die Anfänger zu den Stoßzeiten spielen? Dann sind viele Spieler vorhanden, es werden kaum Bots den Matches dazu gemischt und sie geraten doch wieder an erfahrene Spieler und werden sofort getötet. Spielt ein Anfänger außerhalb der Stoßzeiten und bekommt halt viele Bots in sein Spiel gemischt, ja, ist das wirklich ein Lerneffekt gegen diese Vollidioten zu spielen, die, sobald sie getroffen werden, sich umdrehen, in eine Richtung laufen, zurückschießen, aber nie treffen. Ist das ein Lerneffekt für einen Anfänger? So wie es sich im Moment darstellt, auch nicht. Was bringen Bots dem Matchmaking? Ja, Miramar will kein Schwein spielen, deswegen kommen selten Spiele mit Miramar zustande. So, wenn jetzt nur 6 Leute die Map spielen wollen, es käme kein Spiel zustande, dann können sie es nicht spielen. So, jetzt werden dann 94 Bots geaddet. Das heißt, ich möchte Miramar spielen, komme ins Spiel und habe 94 Bots. Das macht genauso wenig Spaß, wie es gar nicht zu spielen. Bringt also in puncto Matchmaking eigentlich auch nichts. Wenn es so wäre, dass es ein Ranking-basiertes Matchmaking gäbe, das heißt, Bots kommen in erster Linie in Spiele, wo Anfänger sind, beziehungsweise Anfänger bekommen viele Bots, Fortgeschrittene weniger Bots, dann würde ich dem Ganzen noch einen Sinn zugestehen. Aber es spricht eigentlich nichts dafür, dass das im Moment so ist. Deswegen ist es meiner Meinung nach vollkommen sinnfrei. Aber wie es auch sein mag, wenn euch dieses Video geholfen hat, dann bitte ich um ein Like. Wenn ihr über weitere Videos von meinem Kanal informiert werden wollt, dann bitte subscriben. Ansonsten Flextalk